Hi und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du dir eine maßgeschneiderte Corsage nach eigenem Schnittmuster nähen kannst. Vorweg, eine Corsage ist kein Korsett. Bei Corsagen geht es lediglich um den Look und sie sind nicht dafür gedacht, sich super fest da drin einzuschnüren. Ich habe mir das Nähen von Corsagen selber beigebracht mit Hilfe dieser Korsett-Tutorial-Reihe von Nikki Blackwell, also Credit dorthin. Ich mache aber nicht alles genauso wie sie. Genug geredet, los geht's mit den Materialien für deine Corsage. Beim Stoff ist es wichtig, dass er nicht dehnbar ist. Ich habe hier einen ganz normalen Standard-Baumwollstoff verwendet. Wenn du etwas Stabileres suchst, empfehle ich dir entweder Twill oder Canvas. Dann brauchst du Schrägband, um die Corsage oben und unten einzufassen, Ösen zum Einschlagen. Ich habe hier die mit 5 mm Durchmesser genommen. Das hier ist eine günstige Satin-Kordel. Die finde ich gut, weil sie durch ihre glatte Oberfläche sehr gut durch die Ösen durchrutschen kann. Als nächstes Stäbchen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten und auch jeweils mehrere Breiten. Ich benutze am liebsten Spiralfedern, weil die sich so schön in alle Richtungen biegen lassen und das macht die Corsage sehr bequem. Ich habe hier die 5 mm breite Variante und brauche auch diese passenden Kappen, damit die Stäbchen nicht durch den Stoff stechen. Zum Schneiden der Stäbchen brauchst du noch eine Kombizange und um die Kappen zu befestigen noch zusätzlich so eine Zange, die vorne spitz und flach ist. Als alternative Stäbchen gibt es zum einen noch Federstahl. Der ist stabiler, lässt sich allerdings nur nach vorne und hinten biegen und nicht seitlich wie meine Spiralfedern. Oder du nimmst halt Plastik. Für ein Korsett sind Plastikstäbchen nicht stabil genug, bei einer Corsage ist es an sich egal. Für welche Stäbchen du dich auch immer entscheidest, ich empfehle dir auf jeden Fall Meterware zu kaufen, denn die vorgeschnittenen Stäbchen haben selten genau die Länge, die du brauchst. Zum Maßnehmen ziehst du dir am besten etwas möglichst Enges an. Ich empfehle dir auch als allererstes deine Taille mit einem Band zu markieren. Deine Taille ist die schmalste Stelle am Bauch oder die Stelle, an der dein Körper knickt, wenn du das hier machst. Starte mit dem Umfang der Taille und der Brust. Achte darauf, dass das Maßband dabei parallel zum Boden und nicht verdreht ist. Miss dann den Abstand zwischen Brust und Taille. Damit du dich mit der Corsage auch hinsetzen kannst, miss jetzt im Sitzen den Abstand zwischen der Taille und deinem Bein und nimm ein kleines bisschen weniger. Ich messe immer bis zum Hüftknochen hier. Als letztes misst du dann den Umfang an den Hüftknochen oder halt an der Stelle, wo die Unterkante deiner Corsage sein soll. Das sind alle Maße, die ich brauche, um ein Schnittmuster zu zeichnen. Ich beginne mit einem Rechteck. Die Höhe ist das grüne plus das blaue Maß, also bei mir 29 cm. Die Breite ist mein größter Umfang geteilt durch 2, weil ich nur die Hälfte der Corsage zeichne. Dann markiere ich die Taille in der richtigen Höhe und die senkrechte Mitte. Das wird später die Seitennaht. Soweit, so gut. Das ist die Basis, von der ich jetzt an verschiedenen Stellen was wegnehme, bis sich das fertige Schnittmuster ergibt. Zuerst mal will ich, dass die Kanten bei der Schnürung später einen Abstand von 2 cm haben. Darum nehme ich von meinem Schnitt hinten 1 cm weg. Auch an Brust und Taille muss ich noch was wegnehmen, um auf meine Maße zu kommen. Das berechne ich so. Zuerst den Hüftknochenumfang minus den Brustumfang und das Ganze dann geteilt durch 2, weil ich ja nur die Hälfte des Schnitts zeichne. In meinem Fall sind das also 85 minus 84 cm geteilt durch 2, also 0,5 cm. Das heißt, ich muss noch 0,5 cm von der oberen Linie wegnehmen. Das gleiche berechne ich für die Taille und komme auf 8,5 cm. Verteilt über die mittlere Linie muss ich also 8,5 cm wegnehmen. Und die untere Linie hat schon die richtige Länge. Jetzt kommt der etwas knifflige Teil, nämlich die Teilungsnähte zu platzieren und zu entscheiden, wo du wie viel wegnimmst. Ich war mir etwas unsicher und orientiere mich darum hier immer wieder an einem ähnlichen gekauften Schnitt. Auf jeden Fall solltest du das meiste an der Seitennaht wegnehmen. Dann habe ich mich entschieden, dass ich hinten eine und vorne 2 seitliche Teilungsnähte haben möchte. Die hintere habe ich einfach mittig und symmetrisch gezeichnet. Vorne war das mehr probieren und hoffen, dass es stimmt. Übrigens, falls du vorhast, entlang dieser Teilungsnaht ein Stäbchen einzusetzen, gibt der keinen so starken Knick wie hier. Ich habe leider zu spät gemerkt, dass das nicht funktioniert. Wenn du überall genug Umfang weggenommen hast, runde die Ecken noch etwas ab und zeichne dann die Form deiner Corsage. Meine bekommt einen Herzausschnitt und vorne unten eine Spitze. Hinten ziehe ich die Ober- und Unterkante nach Augenmaß noch ein Stück nach unten. Hier markiere ich auf meinem Papierschnitt noch den Fadenlauf. Der ist einfach senkrecht zur Taillenlinie. Nähe auf jeden Fall mindestens ein Teststück. Mein Teststück hier hat schon ziemlich gut gepasst, ich musste aber den Ausschnitt noch ein bisschen höher ziehen. Den angepassten Schnitt schneide ich jetzt zweimal zu, denn ich nähe eine Außenseite und eine Innenseite.
Füge an allen Teilungsnähten eine Nahtzugabe hinzu. Die Ober- und Unterkanten werden aber ohne Nahtzugabe zugeschnitten, denn hier hat die Corsage schon die gewünschte Länge. Und markiere dir auf jedem Stück die Taille, denn die muss beim Zusammennähen übereinstimmen. Nähe alle Teile zusammen und sichere die Nähte, indem du am Anfang und am Ende jeweils vor und zurück nähst. Dann bügelst du alle Nahtzugaben auseinander. Bei den Rundungen kann ein Bügelei helfen. Verbinde dann beide Teile und bügel die Kante flach, so wie hier. Bevor es weitergeht, nähe ich gerne schon mal die ersten Stäbchentunnel, damit sich hier nichts mehr verschiebt. Dafür steppe ich parallel zur Kante etwas weiter weg, als mein Stäbchen breit ist. Als nächstes kommt das Sandwich. Lege Außen- und Innenseite flach aufeinander, so dass die Nähte genau übereinander liegen. Jetzt werden die Teile entlang aller Nähte zusammengeheftet. Das heißt, du stichst in die Naht ein und kommst auf der anderen Seite aus der Naht raus. Nähe dann alles genau in der Naht zusammen. Kleiner Tipp: Wenn du die Anfangsknoten etwas seitlich setzt, sind sie beim Nähen nicht im Weg. Jetzt kommt neben jede dieser Nähte noch eine Parallele für die Stäbchentunnel. Die Stäbchen brauchen so viel Abstand zum Rand, wie dein Binding breit werden wird. Markiere dir darum auf beiden Seiten aller Tunnel die halbe Breite deines Schrägbandes. Markiere dir die Länge der Stäbchen ein kleines bisschen kürzer, weil ja noch die Kappen drauf kommen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, deine Stäbchen zu schneiden. Entweder mit Gewalt oder du greifst es genau an der Markierung und drehst die andere Seite so weg. Damit diese Spitzen nicht durch den Stoff stechen, kommen jetzt die Kappen drauf. Das funktioniert am einfachsten mit zwei Zangen. Ich halte Stäbchen und Kappe immer mit der Kombizange fest und drücke dann die Kappe mit der zweiten Zange zusammen. Die Kappe sollte ganz eng sitzen und hier sollte nichts mehr wackeln. Das Stäbchen kommt jetzt hier zwischen die Nahtzugaben. Auf jeder Seite müssen also zwei Stoffschichten sein. Nähe dann die Tunnel oben und unten möglichst nah an deinem Stäbchen zu. Das geht gut mit einem Reißverschlussfuß. Zeit für die Ösen. Hier in der hinteren Kante ist auch schon ein Stäbchen eingesetzt. Markiere dir zuerst, wo du die oberste und die unterste Öse haben möchtest. Ich empfehle mindestens 1 mm Abstand zu Stäbchen und zum Schrägband. Ich möchte hier 8 Ösen gleichmäßig verteilen, darum teile ich den Abstand der obersten und untersten Öse durch 7. Ja, durch 7, denn bei 8 Ösen gibt es 7 Zwischenräume. Ich werde jetzt hier nicht im Detail erklären, wie man Ösen einschlägt, weil es da ganz verschiedene Werkzeuge gibt. Sei dir nur bewusst, dass die Ösen zwei verschiedene Seiten haben und überlege dir vorher, welche davon du außen haben möchtest. Fast fertig. Jetzt kommt nur noch das Schrägband. Das nähe ich ziemlich standardmäßig an. Du musst halt nur aufpassen, auf keine Ösen oder Stäbchen zu nähen und auch hierbei ist der Reißverschlussfuß sehr praktisch. Aber hier kommt mein Pro-Tipp, wie du außen- und innenliegende Kanten ordentlich einfassen kannst. Für die Außenkante stecke das Schrägband bis zur Ecke, falte es dort und stecke es an der nächsten Kante entlang weiter. Nähe dann genau bis zu diesem Knick, den spürt man ganz gut, setze die Nadel neu an und nähe auf der anderen Seite der Falte genau so ab dem Knick weiter. Das fixiere ich nachher von Hand noch schöner. Für die innenliegende Ecke markierst du dir am besten zuerst die Nahtlinie und dann schneidest du die Nahtzugabe bis zur Spitze ein. Nähe das Schrägband bis zu dieser Spitze fest, dann drehst du mit tief gestellter Nadel die Corsage, während das Schrägband weiter gerade bleibt. Jetzt kannst du das Schrägband entweder von Hand festnähen oder mit der Maschine, so wie ich das hier mache.